Ja, das ist ein wesentlicher Aspekt, weil die Sicherheitsüberprüfungen, die vor Ort stattfinden, die sind lückenhaft. Sie finden unter der Kompetenz des Auswärtigen Amtes statt. Daran sind viele Zweifel möglich. Da gibt es so exotische Sachen wie alternative Personalien und dann können die selbst bestimmen, wie sie heißen und wo sie herkommen. Das heißt, hier wird eine Politik exekutiert, die abgewählt wurde, die klar abgewählt wurde. Das sind die Leute, die ständig im Munde führen, wir sind sozusagen die Parteien der demokratischen Mitte. Aber die Wahrheit ist, und da zeigen Sie richtig Ihr Gesicht, auch Frau Baerbock, wenn Sie die Instrumente der Macht haben. Hey Leute, willkommen in der Realität. Rainer Wendt ist endgültig der Kragen geplatzt, und zwar wegen Annalena Baerbocks Afghanistan-Flügen. Er sagt ganz klar, diese Politik ist nicht nur gefährlich, sondern auch demokratisch hoch fragwürdig. Und was er über Frau Faeser und die angebliche Mitte der Demokratie sagt, ist ein echter Schlag in die Magengrube. Wendt rechnet gnadenlos ab mit allem, was bei diesen Flügen schiefläuft. Wer kommt da eigentlich wirklich nach Deutschland? Wer zieht im Hintergrund die Strippen? Und warum schweigen alle? Wenn ihr wissen wollt, warum Rainer Wendt fordert, dass die Flieger in die andere Richtung starten sollen, dann bleibt unbedingt dran. Lasst ein Like da, wenn ihr auch findet, dass endlich Klartext geredet werden muss. Abonniert für mehr echte Meinung und vor allem schreibt mal in die Kommentare, was ihr von Baerbocks Afghanistan-Politik haltet. Auf geht's! So, jetzt wollen wir aber noch mal über das Thema Afghanistan-Flieger sprechen. Rainer Wendt ist bei mir im Studio, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Schönen guten Tag, Herr Wendt. Hallo. Und Sie haben ja auch als Gewerkschaft unter anderem schon mal Brandbriefe an den Kanzler geschrieben, diese Flüge einzustellen, dieses Aufnahmeprogramm zu beenden. Das sei nämlich auch aus sicherheitstechnischen Gründen einfach nicht mehr tragbar. Führen Sie das noch mal ein bisschen genauer aus. Ja, das ist ein wesentlicher Aspekt, weil die Sicherheitsüberprüfungen, die vor Ort stattfinden, die sind lückenhaft. Sie finden unter der Kompetenz des Auswärtigen Amtes statt, nicht unter der Führung der Bundespolizei. Die Bundespolizei ist da nur ausführend, aber letztlich hat das Auswärtige Amt das letzte Wort. Und dieses letzte Wort, daran sind viele Zweifel möglich. Da gibt es so exotische Sachen wie alternative Personalien und dann können die selbst bestimmen, wie sie heißen und wo sie herkommen. Also alles ziemlich gruselig und mit hohen Sicherheitsbedenken behaftet. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt. Das, was jetzt stattfindet, ich meine, diese Bundesaußenministerin ist nur noch geschäftsführend im Amt. Das heißt, hier wird eine Politik exekutiert, die abgewählt wurde, die klar abgewählt wurde. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass nicht alles das, was legal ist, auch richtig ist und nicht alles das, was demokratisch aussieht, auch wirklich demokratisch ist. Ich will das deshalb betonen, weil natürlich die Regierung volle Handlungsfähigkeit hat, auch wenn sie geschäftsführend im Amt ist. Aber dass sie jetzt solche Politik noch exekutiert, für die sie 11 oder 12% gekriegt haben, das ist doch wirklich gruselig. Denn das sind genau die Leute, Frau Baerbock, Frau Faeser, die es übrigens abstellen könnte. Sie müsste den Flugzeugen nur die Landeerlaubnis entziehen, dann würden die gar nicht erst starten. Das sind die Leute, die ständig im Munde führen, wir sind sozusagen die Parteien der demokratischen Mitte. Aber die Wahrheit ist, und da zeigen Sie richtig Ihr Gesicht, auch Frau Baerbock, wenn Sie die Instrumente der Macht haben, wenn Sie die in den Händen haben, und sei es auch nur noch für 3 Wochen, dann wird diese Macht eiskalt exekutiert. Da ist Ihnen die Demokratie völlig egal und der Wähler will es schon zweimal. Nun muss man allerdings auch unterscheiden. Deutschland hat nun mal diesen afghanischen Ortskräften, die damals unsere Soldaten am Hindukusch auch unterstützt haben, diese Zusagen gemacht. Die sind jetzt alle nach Pakistan auch gereist, warten da darauf, dass sie eben nach Deutschland kommen können. Jetzt plötzlich wegen eines Regierungswechsels diese Zusagen, die von einer Regierung gemacht wurden, einfach so wieder zurückzunehmen. Halten Sie das
für richtig? Ja, zunächst einmal ist richtig das, was die neue Koalition sich vorgenommen hat, nämlich diese Programme erstmal zu stoppen und zu sagen, dieses Chaos, das da im Auswärtigen Amt angerichtet wurde, wobei übrigens nicht nur Frau Baerbock daran allein beteiligt war, da ist ja ein ganzer auch Beamtenapparat daran beteiligt, der das exekutiert hat, und zwar ganz offensichtlich widerspruchslos. Da wird die neue Führung des Hauses auch genau hinzuschauen haben, wer da noch an welchem Platz gehört und ob das in Zukunft so sein muss. Die neue Regierung wird sich erst einmal genau anschauen, wem haben wir denn da welche Zusagen gegeben? Und vor allen Dingen, wer ist da das überhaupt, der hinter dem einen oder anderen Namen steckt, dass Zusagen für tatsächliche berechtigte Leute auch in Zukunft gelten sollten, ist völlig klar. Da werden möglicherweise auch die Gerichte ein Wörtchen sprechen. Aber zunächst einmal wird alles auf Null gedreht. Die Flieger müssen eindeutig in die andere Richtung. Wir müssen nicht Flieger von Afghanistan nach Deutschland haben, sondern von Deutschland nach Afghanistan und davon nicht zu knapp. Gibt es da auch noch rechtliche Aspekte? Diese Zusagen wurden ja nun mal auch so festgezurrt. Glauben Sie, dass es tatsächlich noch möglich wäre, das auch aus rechtlicher Sicht wieder zurückzunehmen? Ja, es wird vermutlich dazu kommen, also dass das zurückgenommen wird, ist eine politische Entscheidung, die wird erst einmal so getroffen werden. Da steht in der Koalitionsvereinbarung drin, dass das aufhört. Das ist erstmal richtig und auch ein gutes Zeichen. Und möglicherweise wird es dann zu Klagen gegen die Bundesrepublik Deutschland kommen. Das müssen wir mal sehen, wie NGOs da agieren. Wir wissen ja, wir haben in Deutschland, was diese ganzen Verfahren angeht, eine ganze Industrie, eine Abschiebeverhinderungsindustrie geschaffen, von der viele Anwälte gut leben. Und die werden natürlich auch versuchen, hier wieder Ansprüche zu erwirken vor den Gerichten. Was wir auf jeden Fall machen müssen als Deutschland, wir müssen nicht noch die Anwälte bezahlen, von denen wir verklagt werden. Sagt Rainer Wendt. Dankeschön für die klare Meinung. Gerne. Leute, was Wendt da raushaut, hat's echt in sich. Der nimmt kein Blatt mehr vor den Mund. Und genau das wurde auch mal Zeit. Während uns die Hasselmann noch was von strengsten Prüfverfahren erzählt, könnt ihr in einem meiner letzten Videos sehen, zeigt Wendt ganz nüchtern auf, wie die Realität aussieht. Lückenhafte Kontrollen, alternative Personalien und am Ende entscheiden irgendwelche NGOs, wer hier ins Land darf. Und da fragt man sich echt, wer regiert hier eigentlich? Der Staat oder Aktivisten mit Flugtickets? Ich find's richtig gut, dass Wendt das so offen sagt. Aber ehrlich, da müsste noch viel mehr Druck kommen. Die Polizei sollte sagen, bis hierhin und keinen Schritt weiter. Wie seht ihr das? Sollte die Polizei bei solchen Aktionen auch mal öffentlich sagen, wir machen diesen Unsinn nicht länger mit? Schreibt's gern unten rein, lasst ein Like da und wenn ihr mehr Klartext ohne Politfilter wollt, dann abonniert den Kanal. Bis bald und bleibt wachsam.